ich sitze im Model 3 und fahre durch Kalifornien, beziehungsweise ich werde gefahren. Hände sind vom Lenkrad, Autopilot ist an. Ich muss nur ab und zu mal ans Lenkrad greifen. Wenn ich das nicht tue, gibt es eine Warnung. Erst optisch blinkt ein bisschen blau hier auf dem Display und dann gibt es eine akustische Warnung. Das passiert zweimal. Und wenn ich dann nicht die Hand ans Lenkrad nehme, dann deaktiviert er für diese Fahrt den Autopiloten. Ist mir gestern Abend gleich als erstes passiert. Da wollte ich nicht wissen, was passiert, und dann war sofort wieder Schluss mit dem Autopiloten. So, aber jetzt funktioniert es wunderbar. Er hält wunderbar die Spur. Ich bin heute Morgen bei herrlichstem Wetter in Santa Clara im Silicon Valley aufgebrochen, durch die Berge gefahren zum Pazifik, und leider hängen hier die Wolken etwas tief. Also es ist kein typisch kalifornisches Wetter, wie man es im August erwarten würde. Sei es drum, mir geht es ja auch ums Auto. Der Autopilot funktioniert bisher auch auf dieser eher Landstraße hervorragend. Für mein Gefühl ist er ein bisschen zu weit links, aber vermutlich ist er genau in der Mitte, und wenn ich fahren würde, würde ich wahrscheinlich etwas weiter rüber tendieren, nach rechts zum Streifen. Aber es ist nicht unangenehm. Also es ist nicht so, dass ich Angst habe, ich kollidiere gleich mit jemandem. Funktioniert ganz hervorragend. Ich hätte auch gerne das Menü auf dem Display auf Deutsch umgestellt, aber anders als beim Model S ist das nicht so einfach in den Settings zu finden, und ich habe dann irgendwann aufgegeben und gesagt, gut, dann lasse ich es auf Englisch. Also es ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass alles, was man in diesem Wagen einstellen kann, verändern kann, dann auf diesem einen Display passiert, was rechts vom Fahrer liegt. Man muss immer so ein bisschen rüber gucken. Also selbst das Handschuhfach, um das zu öffnen, muss man auf den Display-Knopf drücken. Nicht so einfach. Scheibenwischer aktivieren genauso. Da hatte ich heute Morgen, als es in den Bergen so ein bisschen dunstig und diesig war und leicht Feuchtigkeit auf der Scheibe war, stand der zwar auf Auto, aber ging nicht an. Und der Scheibenwischer hat hier auch keine Düse, also ich konnte die Scheibe auch nicht freispritzen. Etwas sehr gewöhnungsbedürftig, da erstmal ins Menü einzusteigen, wobei der Scheibenwischer auf der obersten Ebene hier liegt. Also das linke Drittel des Displays ist für die wichtigsten Dinge mit Icons schnell greifbar, also Wischer, Tempo, Rückfahrkamera, solche Dinge sind da, oder die Funktion zum Autopilot, Geschwindigkeit, Restreichweite. Alles wunderbar zu sehen. Man kann mit den Knöpfen am Lenkrad noch ein bisschen was verändern. Zum einen Lautstärke, zum anderen, wenn der Autopilot aktiviert ist oder Cruise Control aktiviert ist, den Abstand zum Vordermann in Autolängen. Schwierig fand ich ein bisschen in die Tiefen des Menüs zu gehen, um die Spiegel einzustellen. Habe ich natürlich irgendwann gefunden. Gut, das macht man einmal und dann braucht man es nicht wieder, zumal man hier ja auch Fahrerprofile speichern kann und die Sitzposition und die Spiegel dann für mich eingestellt sind. Also normalerweise solche Testwagen, da frage ich ja direkt beim Hersteller an und kriege die dann meist als Journalist auch. Hier war es jetzt ein bisschen schwierig. Tesla Deutschland hat sich zwar gekümmert, aber die US-Kollegen haben vermutlich nicht reagiert. Ich habe jedenfalls nichts mehr gehört und fand es sehr schade, wo ich doch jetzt gerade in Kalifornien bin, das Model 3 nicht auszuprobieren, weil in Deutschland ist ja noch ein bisschen schwierig, den zu bekommen. Und ich habe dann eine App entdeckt, Turo. Da vermieten Privatleute ihre Autos. Und ganz in der Nähe meines Hotels war ein Mensch, Christopher, der seinen Tesla vermietet. Und als ich den abgeholt habe, war ich total überrascht, weil er sagte mir, ich sei erst der zweite Mieter und der Wagen sei brandneu. Der hat erst 156 Meilen auf dem Tacho und der hat auch noch nicht mal ein richtiges Kennzeichen, sondern nur in der Scheibe kleben so eine provisorische Zulassung. Also finde ich schon beeindruckend und lässig von Christopher, dass er einfach so einem Wildfremden den Wagen überlässt. Ja, aber über die App war das Buchen überhaupt kein Problem. Da schließt man dann irgendwie ein Versicherungspaket ab. Ich habe natürlich das Größte genommen und hat dann den Wagen vereinbart, darüber auch dann die Übergabe, kann darüber kommunizieren mit dem Mieter und Vermieter. Also das ist eigentlich alles ganz toll gelöst. Also Turo gibt es auch in Deutschland, funktioniert auch in Deutschland, kann ich nur empfehlen. Bei mir hat das wunderbar geklappt.
Verarbeitungsqualität sei so ein Problem bei Tesla und gerade beim Model 3. Ich muss sagen, ich habe nichts auszusetzen. Wie gesagt, das ist ein ganz neuer Wagen. Der wird also jetzt im Sommer 2018 erst vom Band in Fremont gerollt sein. Und Thema Spaltmaß oder sonst Verarbeitungsdinge habe ich nichts auszusetzen. Finde ich alles wunderbar. Es quietscht und klappert nichts. Ich finde, der Wagen rollt wunderbar leise. Ich hatte gestern einen Kollegen mit dabei, der meinte, die Reifengeräusche wären doch ein bisschen arg laut. Ich finde es nicht. Es sind ganz normale Rollgeräusche. Ich hatte heute auf dem Freeway so ein bisschen das Gefühl, so ab 70 Meilen pro Stunde sind Windgeräusche relativ deutlich zu hören, aber nicht störend. Also völlig in Ordnung für ein Auto dieser Größe und dieser Klasse. Begeistert bin ich von dem Lüftungssystem, also dieser breiten Fläche hier, der holzverkleidete mit einem Schlitz, wo die Luft rauskommt, und das kann man genau einstellen, wie und wo und wie viel da rauskommen soll, und das ist sehr angenehm. Also es pustet einem nicht wild ins Gesicht, sondern es ist eine ganz leichte, zarte Brise, sehr angenehm gemacht. Und der Anschluss des Smartphones, das ist nämlich unter einer Klappe, wo dann Kabel dafür, ein Ladekabel rauskommt. Man kann das Smartphone aber auch per Bluetooth mit dem Auto verbinden. Einziger Nachteil ist, diese Klappen sind mit glänzendem so Klavierlack bearbeitet, und das sieht nach einer Weile natürlich mit den Fingerabdrücken nicht mehr ganz so schön aus. Stauraummäßig hier in der Mittelkonsole jede Menge Fächer und Kram, da kriegt man alles Mögliche unter. Das ist wirklich gut gelöst. Bei den gelackten Oberflächen sind es nicht nur die Fingerabdrücke, sondern man ist irgendwie bei solchen Mechanismen gewohnt, dass man nochmal kräftig runterdrücken muss. Und das muss man auch beim Öffnen und beim Schließen aber nicht. Da ist es einfach ein ganz einfacher Schließmechanismus, einfach nur zuklappen. Da muss man ein bisschen üben, bis man das raus hat, die gut auf- und zuzumachen. Es gibt eine Sprachsteuerung. Darüber kann man beispielsweise Musik steuern und starten. Ich versuche das mal, ob das jetzt klappt. Vorführeffekt. Nein, das war Energieanzeige anderer. Ach ja, das Mikrofon natürlich, klar. Play John Mayer. Also im Vergleich zum Model S gibt es schon einen Unterschied beim Display, und zwar gibt es keinen Browser, man kann halt nicht im Internet surfen, und bei der Musik ist es ein bisschen anders. Es gibt keine Spotify-Anbindung, dafür gibt es TuneIn oder ganz normal klassisches Radio oder auch ein Musikstreaming-Angebot. Ich vermute mal, dass das ein Pendant ist zu unserem deutschen DAB. Und man kann natürlich per Bluetooth sein Smartphone verbinden, und alle meine Songs, die ich offline bei Spotify gesichert habe, kann ich dann darüber abspielen. Also das funktioniert wunderbar. Und den Browser vermisse ich nicht so sehr. Aber ist wahrscheinlich praktisch, wenn man an einem Supercharger steht und Wartezeit hat, dann einfach mal im Internet was nachzugucken auf dem großen Bildschirm statt auf dem kleinen Smartphone. Aber aus irgendwelchen Gründen ist der jetzt hier nicht mit dabei. Was mir sehr gut gefällt, ist die Navigation. Es ist ja eine Google Maps Navigation. Man kann sich aussuchen, ob man die Satellitenansicht hat oder die Kartenansicht. Man kann sich die Verkehrsdaten von Google angucken, also wo Stau ist und wo es grün ist. Man kann Supercharger-Anzeige aktivieren, deaktivieren, und hier wird dann auch bei den Superchargern angezeigt, wie viele der vorhandenen Ladesäulen aktuell belegt sind. Also sehr praktisch. Am Supercharger hatte ich jetzt totales Glück. Als ich den gesucht habe, stand im Navi 4 von 10 Ladesäulen sind frei. Als ich hinkam, war da aber noch eine von 10 frei, also eine Kreuzung vorher. Und plötzlich tauchte dann hinter mir ein Tesla auf, der mich überholte und der das wahrscheinlich auch gesehen hat und der einfach schneller sein wollte mit seinem Model S. Und da waren alle 10 belegt. Aber ich hatte Glück, dass ziemlich schnell jemand weggefahren ist. Und ich konnte den Wagen dann anschließen, bin in der Ladezeit einkaufen gegangen. Und als ich zurückgekommen bin, waren auch weiterhin alle Säulen belegt, und es warteten schon weitere. Also so um die Mittagszeit an einem Montag. Erstaunlich bei 10 Ladesäulen. Aber ich bin halt hier in Tesla Country. Da ist es nun mal so,
während in Deutschland man ja ab und zu mal jemand anders noch mit an der Ladesäule hat, ist aber man eigentlich immer dran kommt, außer bei den ganz beliebten Hotspots an den Autobahnen. Ist es hier ein bisschen anders. Hier muss man wohl genau planen, wann man zu einem Supercharger will und gucken, ob sich das lohnt. Also es wird nicht angezeigt, wie viele Leute schon warten. Das ist natürlich schwierig technisch zu lösen, beziehungsweise welche Wagen bald voll sind und vielleicht fahren. Kann man wahrscheinlich auch schlecht vorhersagen und weiß auch nicht, ob derjenige dann kommt, wenn der Wagen voll ist und wegfährt. Ja, bisschen schwierig. Was mir gut gefällt im Display ist das Erkennen der anderen Fahrzeuge. Das funktioniert ganz hervorragend. Man sieht, ob jetzt auch von hinten einer kommt und gerade überholt. Ist auf der amerikanischen Freeways nicht ganz unwichtig, weil hier gibt es ja nicht dieses System, rechts langsame Spur, links schnelle Spur. Hier kann man auf jeder Spur halt so schnell fahren, wie es erlaubt ist. Und daher überholen einen manchmal links und rechts die anderen Autofahrer. Ja, aufgeschlossen wird das Auto nicht mit dem klassischen Schlüssel, sondern entweder mit der Smartphone-App, die habe ich jetzt natürlich bei dem Mietwagen nicht, oder einer Schlüsselkarte, Format einer Kreditkarte, die hält man draußen an der B-Säule, an die Kamera, dann entriegelt das Fahrzeug und drin muss man es einmal hier auf die Mittelkonsole legen, dann kann man den Wahlhebel auf D stellen und losfahren. Die Karte muss da nicht liegen bleiben, die würde auch bei starken Kurven da runterrutschen, die kann man dann irgendwie hier in den Becherhalter oder woanders hinlegen. Man muss nur zum Starter einmal kurz liegen. Ich fahre jetzt die meiste Zeit mit dem Autopiloten, das klappt ganz hervorragend. Auf dem Highway 1 an der Küste, aber auch jetzt hier auf dem Freeway arbeitet er ganz hervorragend. Er hat nur in den Bergen, an der Bergstraße, gab es eine Kreuzung, wo die Markierungen ein bisschen schlechter zu erkennen waren. Da hat er mal abgeschaltet und das Gefährliche oder die Herausforderung ist, man muss sehr schnell sein. Also man muss sofort das Lenkrad übernehmen. Es gibt da keine Vorwarnzeit oder Übergangszeit. Wenn er Probleme hat, dann ist das automatische Lenken aus und vorbei und Hände gehören ans Lenkrad. Also man darf da nicht zu sehr abgelenkt sein. Und das hat wahrscheinlich einige Tesla-Fahrer dazu verleitet, mal doch bei diesem Namen Autopiloten doch zu sehr aufs System sich zu verlassen und zu sehr andere Dinge zu machen. Und dann ist man vielleicht zu spät dran, um einzugreifen. Ist ja heiß diskutiert, ob Tesla das dazu sehr propagiert hat als Autopilot, schon als fast allein fahrendes, autonom fahrendes Fahrzeug, was es natürlich noch nicht ist. Da ist die Hardware noch gar nicht so weit. Da ist der Fahrer auch gefordert, jederzeit in der Lage zu sein, das Lenkrad zu übernehmen. Und Tesla hat ja in den Softwareversionen immer weiter nachgebessert. Also jetzt steht hier halt schon alle paar Minuten ja eine Warnung, dass ich die Hand ans Lenkrad nehmen soll. Ansonsten wird der Autopilot abgeschaltet und wenn ich dem nicht gehorche und auf die Warnung auch nicht reagiere, dann ist für diese Fahrt halt auch Schluss mit dem Autopiloten. Also wie strenge Eltern. Also es war eine tolle Erfahrung mit diesem Wagen, bin wirklich begeistert. Ich hatte ja das Glück, Ende März 2016 bei der Präsentation des Model 3 in LA dabei sein zu können. Und da an dem Abend hat dann Doug Field, damals der Chefingenieur, auch eine Runde mit mir gedreht. Der ist jetzt mittlerweile bei Apple und entwickelt da vermutlich ein Auto. Und da bin ich den Prototypen mitgefahren, saß hinten und fand das schon toll, weil man doch als längerer Mensch da sehr bequem und komfortabel sitzen kann und ich für den Glasdach sehr angetan war. Ich muss sagen, die Version hier, die Serienversion, unterscheidet sich nicht großartig vom Prototypen. Das haben die quasi 1:1 so umgesetzt. Ich finde es klasse gemacht. Es ist ein tolles Elektroauto. Die Beschleunigung ist natürlich nicht, wie sie beim Model S ist, nicht ganz so sportlich, aber immer noch sehr beeindruckend. Es ist halt ein Elektroauto, wo das Drehmoment sofort zur Verfügung steht, wenn man das Fahrpedal drückt. Ist in Amerika ein bisschen schwierig auszuprobieren. Gibt es wenige Straßen, wo man das mal in Ruhe und ohne ein Risiko einzugehen probieren kann. Ich bin froh, dass ich den Wagen gemietet habe und das mal ausprobiert habe.
Ich bin sehr gespannt drauf, den dann auch mal in Deutschland zu erleben und glaube, das ist einfach, es ist ein gelungenes, tolles Produkt. Also bei aller Kritik, die es da so zu lesen und zu hören gibt, der Wagen hier ist klasse, der ist durchdacht, das ist toll gemacht, sehr intuitiv, man muss überhaupt nichts nachlesen und man gewöhnt sich sehr schnell an die Bedienung. Also mein Daumen geht hoch.